Hello guys, so welcome back. Today we are going through a behind the scenes episode and I chose the uncensored one because what we're gonna to see here is less bad, or it's not that bad. What we are seeing in the big episodes partially. So I'm just having the uncensored emergency. So the 7 vs. White medical team is at work in this behind the scenes. So there is the medical team and how it's working, and it's this presented. So yeah, let's see how this is going. I'm making myself a little bit smaller, like so many times before. Okay, let's go. Cutting. Deep cutting. Do you feel any movement? So this is the So von Tag best 1 Scouting direkt ins nächste Drama. Ja, ein unschönes Thema haben wir auch noch. Es gab den ersten Einsatz. Ich sag mal so, das, was dort passiert ist, würde ich jetzt mal als Laie sagen, ist schon mal eine Nummer schlimmer. as a quiet, no, as a beginner, as a not non-professional. Als das Schlimmste aus Staffel 1. In der letzten Folge habt ihr erfahren, aus welchen 4 Personen das Medical Team besteht. In dieser Folge möchten wir euch einen tieferen Einblick geben. Welche Vorbereitungen mussten getroffen werden? Wie weit reichen unsere Behandlungsmöglichkeiten vor Ort und was passiert, wenn diese nicht mehr ausreichen? Okay. You can read it on your own. So I like that it is working properly once again. So, yeah. Wie ist das Team ausgestattet und wie agiert es in einem echten Notfall? Viel Spaß mit Folge 6 von 7 vs. Wild Behind the Scenes. Yeah, it's 7 vs. Wild, but yeah. Die heutige Folge wird unterstützt von Koro, bei denen ihr dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment... Yeah, sure, it's important to have supporting and some stuff, but it's not for my channel, it's for Dave's channel, and if you need to watch me, then I guess Koro is not for you. So I'm skipping this a little bit because Fernseher braucht. Außerdem gibt es eine Menge Zutaten zum Kochen und Backen. Yeah, so this is ingredients for cooking and on a natural thing. So, but German, it's in Germany, so it's difficult to ship anything from the US to Europe or the other way around. So, if you are living in Europe, then this is an opportunity, but Und das Beste, Koro setzt auf faire und nachhaltige Produkte schneiden zu können. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Dank an Koro für die Notart noch. Spaß mit dem Video. Hi, ich bin Islam Guliev. Ich bin Notart noch Oberarzt in einer Maximalversorgung bei der Gefecht. Oh boy. I didn't get the name complete. Okay, so his name is Islam, and he is a doctor. So his German isn't too great. So yeah, vascular surgery. So yeah, this is what he is doing, and if I understood it wrong, Hier für medizinische Versorgung zuständig. Okay, moin, ich bin Thorsten. Ich studiere Medizin in Jena und arbeite bei Vandermut. Dort bin ich für die gesamte Vandermut. So this is the organization team that has made the whole organization behind for this Panama thing for this whole season. So yeah, here we go. Autoerste Hilfe verantwortlich.
Yeah, for the entire first aid thing, this is his responsibility. Und nebenbei arbeite ich auch als Auto-Erste-Hilfe-Ausbilder. Okay, yeah, and and he's also a first aid trainer, so coach. Ja, unser Medical Team ist 4 Leute groß. Dazu So the medical team has 4 people. gehöre ich natürlich, Thorsten, Clemens und noch Björn. Der ist Okay, so it's Islam, Thorsten, and then Clemens and Björn. We will see them der later. erfahrene Yeah, so here let's go with Björn. Notfallsanitäter. Da haben wir auch im Rettungsdienstbereich lange mit ihm gearbeitet. Ich kenne seine Arbeit, ist professioneller Mann. Clemens Okay, so he worked with him, and so they already know each other. haben wir hier erstmal kennengelernt. Der ist Feuermann, dabei auch Rettungssanitäter. Der ist auch aktiv beschäftigt in dem Sektor. Ja, und ich glaube, jeder hat so seine in besondere the Funktion. Also Islam natürlich ist halt unser Notarzt. Also, Da geht ja. nichts drüber und sowas braucht man natürlich auch für so ein Projekt. Clemens zum Beispiel ist allzeit bereit, so ist völlig scheißegal, ob nachts, ob tags. So. Yeah, he doesn't give yeah, and he is always ready to go. Clemens rennt und rettet die Welt so. Björn, so ist unser guter Ruhepol. Björn und Islam haben ja auch Is not Poda, it's a pole, is the resting or the peaceful guy in the whole thing. So he is making sure that's not going everything absolutely crazy. tatsächlich in Deutschland schon lange Zeit zusammengearbeitet. Dementsprechend haben die auch wirklich ein nahtloses Teamwork. Ja, und meine Wenigkeit hat dann halt im Endeffekt den deutschen Rettungsdienst auf die Isla San Jose nach Panama gebracht. It's the Island San Jose. So yeah, so you know which island they are on. So in Panama. Ja, also wir waren zum Zeitpunkt des Geschehens gerade eben dabei, unser ganzes Equipment zu organisieren. Dann kam der Tom reinmarschiert von Wandermut und war so, oh mein Gott, Notfall, Notfall, Johannes blutet. Schnittwunde, Action. Taubart, ja. Hier auch? Ja, merke ich. Oben ist taub. Oben ist taub? Ja. Okay. Einmal Sofa frei machen. Okay, so yeah, this whole event, when it happened, they were organizing their stuff already, and Johannes, so this is one of the core team Fritz always had with him. He's like, okay, I can have feeling there and there and there, but I'm not feeling anything up there. So they are running back into the house and they saying, free the couch. So yeah, this is how it's going there. Ja, dann kam ein wirklicher Schwall von Leuten in dieses Zimmer. Unsere gesamte Ordnung, die wir in dem Moment eingerichtet hatten, war dahin. Yeah, then a bunch of people were all coming into the room and the organization they had just done was gone. Und ja, als wir die erste Panik ein bisschen runtergespielt hatten, hat sich das Islam erstmal angeguckt. Also wir haben gerade unten versucht, die Gegenstände zu shooten, also Fotos zu machen, und dann ist Fritz Machete abgetrieben. Yeah, so they try to make pictures of all the equipment, of all the items the candidates are taking with them. And yeah, Fritz Machete is gone. So yeah, that's why it's rusty, by the way. Because it dropped into the salt water and wasn't washed with clear water. After that. Dann sind wir eine halbe Stunde danach getaucht und auf Zufall habe ich sie dann gesehen. Und Oh yeah, and they had to dive for it, and by accident he found it. dann habe ich gegriffen nach der Machete. In dem Moment ist sie aus der Scheide raus durch die Wellen. Und ich Oh boy. Okay, so and right in this moment, the machete went out of its cover in that moment because of the waves. habe hier in die Machete reingegriffen. Jetzt habe ich die Stufe nur. And so he just grabbed into the machete and it was sharp. So Fritz did a lot of things with that thing and it was
sharp. So he just could go through the jungle and just shoo, and everything was gone in its way. So Bis auf den Knochen. Aber erster Praxistest fürs Medic-Team. Jo. yeah, so the cut is up to the bone. And but yeah, it's a practical test for the medical team. Yeah, sure. Jetzt fangen wir einmal Hand aufs Rücken liegen. Genau, sehr gut. So bleiben. Okay, stay like that. Dann haben wir geguckt, da war tiefe Schnittwunde, man könnte keine Fremdkörper sehen, was ganz wichtig Yeah, so deep, really deep cut, but no foreign bodies in the cutting, which is very important. Come on. ist bei primärer Schnittwunde, dass man Fremdkörper alles rausholt, die Wunde schön ausspült und desinfiziert und dann je nach Tiefe gibt es bestimmte Technik der Wundverschluss. Haben wir uns Yeah, he is a surgeon and he's doing his thing really, really good. angeguckt und dann Thorsten hat mega Bock zu nähen, hat er dann And then, yeah, Thorsten was in the mood and really was up for it to sew. So he sewed. angefangen, die Versang zu machen. So he just did it. Also Medical Team, auch bevor die Teilnehmer angekommen sind, den Test bestanden. Operation hier in der Base möglich. Yeah, operation, surgery here. Operation is, in German we use Operation for surgery, but also for the operation. So, yeah. Wunderbar, alles dabei, alles funktioniert. Finger und weitere Dinge können genäht werden, alles bestens. Nach Abspülung, nach Desinfektionsmittel in sterilen Umgebung hat er angefangen, Wunde zuzunehmen. Yeah. So for people who don't want to see this, I'm sorry, but I just took the uncensored version. And there are other things coming. So. Haben wir auch vorgestern haben wir, ich glaube, die Nähte auch entfernt. Wunde sieht soweit gut aus. Yeah, so 2 days before the interview, they removed the lines and everything was looking good, and so, yeah. Ist top. It's Soll ich sagen, ne? Ich hab's verdient auch ein bisschen. Yeah, what shall I say? I deserved it. Yeah, okay. Johannes' Verletzung war zum Glück kein Code Red. Doch was, wenn es wirklich zu einer ernsten Verletzung kommt? Genau deswegen haben Paddy, Thorsten und Islam ein passendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Beim Sicherheitskonzept ist die Sache, du schaust immer, wie kannst du die Gefahren so weit wie möglich reduzieren. Also ganz realistisch ist es unmöglich, irgendwelche Gefahren komplett zu vermeiden. Dafür müsste man in Deutschland bleiben, irgendwo in seinem Wohnzimmer und die Füße hochlegen. Das geht Well, staying in the living room and just putting up your feet. Also, this can cause accidents. Just when you reach the remote and something drops, or... Yeah, no, you're never free of any... nicht. Das ist unrealistisch. Ein bisschen Restrisiko bleibt immer. Aber wenn du ein paar Maßnahmen präventiv triffst und wenn du eine starke Rettungskette auf die Beine stellst, kannst du zumindest die Wahrscheinlichkeit senken, dass ein Notfall eintritt. Und wenn es doch passiert, dass die Person mit schweren Schäden da rauskommt. Bei Wandermut haben wir sehr gute Kontakte zum Militär. Der Tom... Yeah, so it's always important to have a very good medical system behind. So, you probably prefer having an accident in countries like Germany, Sweden, the US, than having it in Peru, in Panama, or, yeah, other countries. Ich kannte den Jan Baum, der ist für Sicherheitsabläufe bei der Yeah, so the tree, yeah, the guy just has the family name Baum, so which is the tree. I think I understood Jan Baum. So, yeah, we have connection to the military here, and Jan Baum, and yeah. Bundeswehr zuständig. Er hat uns mit dem Konzept versorgt, was er... So the Bundeswehr is the German military. So, and this guy gave them the concept.
er selber entwickelt hat oder mit der Struktur, wie die bei der Bundeswehr vorgehen. Und das heißt, was machst du? Du schaust dir erstmal die Umgebung an, die Insel, du schaust, wie sind die klimatischen Bedingungen, welche Gefahren gibt es durch die Umwelt. Und was du dann machst ist, du gehst diese Reise des Teilnehmers, gehst du Schritt für Schritt durch. Also du fängst an mit dem Helikopter-Drop-Off, dann das an Land schwimmen. Yeah, it's not dropper, but the drop off, so they jumped out of the helicopter. So this is the first thing you have to think about. Then the next thing, they are swimming. Dann Shelter bauen, Feuer machen, Essen und Trinken suchen. Und du guckst bei jeder dieser Stationen, okay, wo kann überall was schief gehen? Ne? Also du Yeah, so where can things go wrong? So here we have like the drop. So a bad Sturz. So this is actually a fall. Contact with the razor blades, or with the propeller. So then you can drown. You have a very tiring exercise. Then you have a bite, a stitch of sea creatures. The next thing with the shelter, you have heat and UV, so sunburn. It's cold, it's wet. Then you have these tropical storms. You have crocodiles. You have wild pigs, sharks, stingrays. They could get a stitch of a bee. Falling branches. Smugglers. So yeah, of course, even if they are alone on this island is not 100% clear. Cycle problems. So you could see this even in the first one, in the first season. There was one episode that was actually called Cycle Decay, and they are starting really early in this season with actually having like the roller coasters. Then you have the infection of wounds, and with this there comes the issue of that it's even worse in the tropical environments. So things are not drying up, so they are having trouble to heal, and it's worse than in the climate we are used to. So, and then Schnittwunde, so we have the cutting, of course, just happened. So everybody of them has a machete or a knife or something, or there are also saws, and when you're cutting yourself with one of those, this is really bad. Yeah, so, and with a fire, we have the cutting once again, but also burning. Sure. Then with getting the food or drinking, yeah, of course, you can fall off something. So when you are trying to climb up the tree, it can happen that you fall. So it's possible that you poison yourself because the coconut wasn't good anymore, or you just took a fruit that's not really good. And then you always have the possibilities of allergies and diarrhea. So there's always something, possible, and you have to look at this. Du malst dir wirklich die krassesten Horrorszenarien aus und dann hast du am Ende eine riesige Liste. Oh yeah, sorry. So yeah, you're going with the horror scenarios. Yeah, sure. Von allem, was so daneben gehen kann. Und dann schaust du dir die verschiedenen Gefahren an und du ermittelst eine Risikokennzahl. Oftmals wird man ja denken, nehmen wir Haiangriff. Jeder hat Jaws gesehen, jeder hält das für die krasseste. Everyone has seen Jaws, so yeah, the film, not Jones. Even though Indiana Jones is also very close. But it doesn't have to do with sharks, I think. Gefahr ist aber überhaupt nicht die Gefahr, die uns am meisten Sorgen gemacht hat.
Und das liegt an dieser Herangehensweise oder diese Betrachtung durch die Risikokennzahl. Wie ist die aufgebaut? Du hast einmal die Schwere der Gefahr, also wie schwer ist der Schaden, wenn der eintritt? Yeah, so here we have the next. So 5 is deathly. Yeah, probably irreparable the damage for, well, ever. Yeah, then it's just in the middle, and you are probably out of you can't work or do anything for some time, but it's not forever. But yeah, you can go, but it's like yeah, you did something, and yeah, there happened something happened, like you pushed a tree and a branch dropped onto you. It's okay. This would be, yeah, this idea would be between this. If it's just a small tweak, then probably we're going here. So you probably just got a scratch or something. So not the thing Niklas did in season 1. So, and this one is almost impossible. No damages. Sorry. And then we'll go with this is it's almost impossible. Then possible. So you're going here with a possibility of what can happen. So, and they're taking here the example of the shark attack. Let's see. Beim Hai maximal. Das ist tödlich. Dann hast du... Yeah, okay. So, yeah. An attack of the shark is deathly. Aber auf der anderen Seite noch die Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich tritt das auf? Und du hattest zum Beispiel in den Perleninseln einen tödlichen Haiangriff in den letzten 100 Jahren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Und yeah, so yeah, they say it's almost likely, and they had one shark attack in the last 100 years. So dann hast du eine mittlere Risikokennzahl. Du hast andere Gefahren, zum Beispiel mit der Machete 3-mal am Tag eine Palme hochklettern, während unten Felsen sind. Die sind deutlich... Yeah, while rocks are below the tree. So this is definitely höher einzustufen in der Risikokennzahl als ebenso eine krass klingende Gefahr wie zum Beispiel ein Angriff durch ein Hai oder Krokodil. Jetzt reicht's aber nicht, wenn du all die Gefahren ermittelt hast. Das ist nice to know. All the dangers, not all the. Das heißt, du musst auch noch Maßnahmen dann dafür entwickeln. Nehmen wir jetzt irgendein Beispiel. Sagen wir mal, Fritz hackt sich mit der Machete ins Bein. Also unwahrscheinlich. Zum einen kann er mit der Machete umgehen, zum anderen ist die schon zu stumpf. Yeah, so it's very unlikely that he is going to stab himself because, yeah, they gave him a very shitty machete after that accident. Nicht Spaß, jemand nochmal fit bekommen. Ja, aber angenommen, so etwas passiert. Okay, he said they got it fit again, so it has been worse. Ouch. Wir haben identifiziert, okay gut, das hat eine relativ hohe Risikokennzahl, dass einer der Teilnehmer sich mit der Machete verletzt. Dann fragen wir uns 2 Sachen. A, was können wir tun, um diese Wahrscheinlichkeit zu reduzieren? Da kannst du zum Beispiel ein Briefing machen, dass du erklärst, okay, mit der Machete immer vom Körper weghacken. Yeah, sure. Briefing. Always, when you have a knife or something, always go away from yourself. Dass wir ein Tourniquet in die Teilnehmerkits packen, damit sie sich im Notfall selber versorgen können. Und dann fragst du, was kannst du machen, wenn die Kacke am Dampfen ist? Okay, wenn so etwas passiert. If SHTF. Wir haben einen Helikopter auf der Insel. Wir haben insgesamt 4 Medics. Und wir haben die Möglichkeit, mit dem Helikopter wirklich in unter einer halben Stunde zum So they have the chance, okay, to go, yeah, okay, with the helicopter, yeah, okay. Patienten zu kommen. Also bei Seven vs. Wild ist, sag ich mal, das Logistische ist wahnsinnig kompliziert, weil die Leute... Okay, the logistics is really, really complicated. So it's
somehow they are coming to the right translation, but it's not a direct translation, so I'm a little bit confused sometimes. Hey! Leute sind natürlich allein für sich. Es gibt dieses Todmann-System, aber wir haben eigentlich in der Zentrale relativ wenig Überblick. Und für den Fall, dass Not... Yeah, so the dead man, so they have to press the button twice a day, so in the morning and in the evening, so they know, but... And you could see where they are. Where are some people, so... Spoiler alert, this is Fritz, and these are the others. But the house is somewhere here, I think. Dieses Todmann-System, aber wir haben eigentlich in der Zentrale relativ wenig Überblick. Und für den Fall, dass ein Notfall passiert, sind die Leute für eine halbe Stunde Minimum auf sich allein gestellt, um da erstmal zu agieren. Und dementsprechend ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass sie Prävention, also dass sie einfach Maßnahmen selbstständig durchführen können. Erstmal erkennen und dann durchführen können für die... Yeah, so Islam is telling, yeah, it's very important that they can visualize and see the problem, and then can actually can act according to this issue. So because it's probably half an hour, they have to cover until they have the chance to be there. Erkennen, haben wir im Briefing halt viele Informationen gegeben, wo die allein nie drauf gekommen hätten. Aber nach dem Briefing könnte man merken, die haben immer noch Angst, weil die viele Informationen auf einmal bekommen haben. Aber yeah, so he said, like, okay, they got a lot of information, and yeah, they are still scared because it was too many information, but... Danach am Spätabend könnte man die Entspannung schon merken, wie die entspannter sind, weil die wissen, wenn da gebissen wird, was wird gemacht, wenn da irgendwie... They knew if there was a bite, what to do. Oh, okay. Do some... Oh boy. Hitzeschlag kommt, was wird gemacht, und die Prozess haben die mehr strukturierter. Genau, also ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, so eine Selbstwirksamkeit zu haben, weil ich meine, jeder kennt das ja von sich selber, wenn irgendwas passiert, man hat überhaupt gar keine Ahnung, was man machen soll. Genau. So, es breitet sich maximale Panik aus und ist alles scheiße so. Aber selbst wenn man nicht genau weiß, man hat so ein bisschen Ahnung, das hilft einem schon wahnsinnig viel weiter, vor allen Dingen auch über diese Panik drüber wegzukommen und einfach zu sagen, okay, ich kann hier eigentlich was machen und ich bin nicht komplett am Arsch. Und das war auch für so ein Projekt einfach unglaublich essentiell, weil wir sind nun mal eine Weile weg, die sind nun mal sehr für sich, da muss sowas halt im Vorfeld auch geklärt sein. Bevor die Teilnehmer auf die Insel rausgelassen wurden, haben die natürlich von uns auch noch ein Briefing bekommen, wie sie sich... Yeah, so with the panic, of course, this is really, really important because, well, when do you really have the big panic? When you don't know what to do. So, yeah, to know what to do is a very, very big thing, and really will help them. Sich in verschiedenen Situationen primär zu verhalten haben. Ich blute! Was mache ich? Was mache ich? Raus. Sehr gut! Das ist so, dass ich auch in Deutschland... So in the presentation he's like, I'm bleeding, what am I gonna do? Or no, just like, okay. Yeah. Schon dafür Kurse gebe, zusammen mit Merten, meinen Kollegen, haben wir... So he's presenting some other company, so where he is actually doing the first jetzt aid auch things. einen neuen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs eigentlich entwickelt. Und ja, So they are doing an outdoor first aid, which is pretty interesting. Links dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus, wir freuen uns total, wenn ihr mal vorbeischaut. Und es ist tatsächlich bis jetzt relativ einzigartig, weil in Deutschland gibt es wenig Angebot und vor allen Dingen wenig fundiertes Angebot. Und da haben wir halt gedacht... Well founded, well, it was with a huge knowledge and yeah. So... with expertise or something. Yeah, I think. Like okay, this. Für alle Begeisterten und für Projekte wie dieses bietet es sich natürlich an, da einfach besser informiert und besser für den Notfall vorbereitet zu sein. Muss ich als Notfallmediziner auch sagen, ich habe sogar von Thorsten vieles gelernt. Er hat mega geile Tipps, was man im Medizinbereich alltägliche Notfallmedizin nicht sieht oder damit Kontakt hat.
Im Survival-Bereich habe ich von Thorsten vieles gelernt. Ich würde auch empfehlen. Also es gibt 2 Erste-Hilfe-Kits. Das eine, das muss ständig am Mann getragen werden. Das ist das schwarze. Das ist das sogenannte 60-Sekunden-Kit. Das ist offensichtlich selbst erklärend, warum es so heißt. Da geht es um die Wurst und man muss schnell handeln. Da ist Okay, when it's going about the sausage, then yeah, German saying, es geht um die Wurst. Of course, it's not going about a sausage, so, but it's actually going to be quick. So, it's emergency. It's highly emergency. So you have to act really fast. im Endeffekt ein Tourniquet außen dran für eine schnelle Blutstillung von der sogenannten Mutter aller Blutungen, also wirklich einer riesengroßen arteriellen, springbrunnenhaften Blutung, die man haben kann, weil das geht wirklich sehr, sehr schnell, bis man da nichts mehr tun kann. Dann ist da drin EpiPens und 2 Yeah, so yeah, there's this kit because they just had fountain-like. So when it's a fountain-like bleeding, it's always aorta. It's coming from the aorta. So yeah, fresh blood directly from the heart, and then it's like a sprinkler. By the way, it's not once going straight, but if it's going like this, yeah, I guess you know. Medikamente um einen allergischen Schock, zumindest Yeah. So, Antihistamin. erstmal unter Kontrolle zu bekommen, bis wir da sind. Gleichzeitig eine Kühlkompresse für den Fall, dass, sage ich mal, irgendwie der Hals zuschwillt, dass man da noch ein bisschen kühlen kann, um die Atemwege nicht zu sichern, aber zumindest erstmal zu dämpfen, genau. Und dann haben wir da noch eine grüne elastische Binde drin. Ich meine, es ist zwar so, dass Elastic bandage in it. die Wahrscheinlichkeit, ein giftiges Tier auf dieser Insel zu treffen, sehr gering bis ausgeschlossen ist, aber ausgeschlossen kann man halt nicht sagen, ne? Und für den Fall, dass man doch von You can't say it's impossible, so. etwas gebissen ist, von dem man dann ausgeht, dass es giftig ist, kann man einen leichten, wie so eine Art Stützverband anlegen und das schindet wahnsinnig viel Zeit. Das ist im 60-Sekunden-Kit. Das andere, das ist das grüne First-Aid-Kit. Das ist primär zur Wundversorgung da. Da ist es je nach Kenntnisstand der Teilnehmer tatsächlich so, dass man mit einem Druckverband tatsächlich auch größere Wunden erstmal Blut stillen kann, genau versorgen kann und ja, halt auch dann weiter, sag ich mal, die Wundversorgung machen kann. Genau, Wundversorgung, dazu gehört Wundspülung, für tägliche Kontrolle, komplette Materialien, was man braucht. Yeah, so this is to actually clear out with some liquid your wounds. So, yeah. Auch sogar antiseptische Salbe haben wir, Antibiotika. Antiseptical salve and antibiotica. Yeah. Salbe haben wir da drin, dass Oh, okay, antibiotic salve also. Wenn die Teilnehmer zum Beispiel erster, zweiter Tag sich verletzen, nicht dafür rauskommen, sondern sich selbst. Yeah, so this is okay. Yeah, it makes sense. I'm saying, yeah. So they don't have to get out because of this, but selber versorgen, dass die so im sicheren Bereich sind. Und wenn die halt nicht zurückkommen, wir sind 24 Stunden, 7 Tage dabei, jederzeit rufbereit, könnten wir jederzeit, so kann man sagen, mehr unterstützen. Extrem wichtiger Tag heute fürs gesamte Orga-Team. Heute wird das erste Mal die Rettung und Aussetzung von Leuten getestet. Also der Heli wird über die Insel fliegen. Wir werden an einem Spot einmal das komplette Rettungsszenario testen. Alle sind ein bisschen angespannt. Keiner weiß so richtig, was auf uns zukommt. Obwohl alles unheimlich gut durchgeplant ist, sind genau solche Proben natürlich mega wichtig. Ein Teil vom Team fährt mit dem Boot los, der andere Teil vom Team fliegt mit dem Helikopter von Panama City aus. Also jetzt geht's richtig ab. So, zurück im Hangar. Wir machen ein Szenario, in dem Tom so tut, als wäre er verunglückt beim Absprung. when he, not unlucky, but that he got injured, that he had a big injured. Okay, when he jumped. Okay. Und wird dann von Martin, unserem Rettungsschwimmer, gerettet. Ja, danach werden wir noch auf der Panama-Klinik landen, um zu gucken, wie es wäre, wenn wir dann diesen Verwundeten auch zum Krankenhaus fahren würden. Also könnte wild werden. Yeah, so they really had a big scenario, and with the possibility, or with planned the flight from the helicopter to the clinic if something happens. So
big thing. You see, there's a lot of security behind this whole thing. Was erwartest du vom Tag? Ich hoffe, dass wir unsere Rettungskette vernünftig erproben können und dann mit einem guten Gewissen ins Projekt starten können. Ich hoffe einfach nur, dass wir schnell genug da sind, weil der Helikopter ist echt verdammt schnell von Panama City aus hier und wir haben ein ordentliches Stück mit dem Boot zurückzulegen. Das war ja nicht nur eine Notfallübung für den Drop-Off, sondern wir haben einmal die komplette For the drop-off, not for the job, but yeah. Flugroute, die wir vorher geplant haben über die Insel. Mit den einzelnen Koordinaten sind wir abgeflogen, in der Reihenfolge, wie die Teilnehmer dann ausgesetzt werden sollten, um einfach zu gucken, klappt das in der Kommunikation zwischen uns, den Koordinatoren und den Piloten, fliegt er zu den richtigen Stränden, weil es wäre natürlich eine absolute Katastrophe, wenn er da Leute vertauschen würde, etc. Das mussten wir einfach testen und der krönende Abschluss war dann eben die Übung. Not the grüne, but the perfect ending. Mit dem ertrinkenden Teilnehmer, der dann durch den Rettungsschwimmer gerettet werden musste. Yeah, so they really put a lot of thought into this whole thing, and it's really interesting. So yeah, and the beaches that they have to mark them, and they have to be absolutely sure that everybody is at the right beach and that the helicopter knows which beach he has to fly to when which participant is having an issue. So a lot of planning, a lot of organization. So, der Plan ist jetzt, wir sitzen im Helikopter, befinden uns an Joris Spot und machen hier einen Testsprung. Draußen ist das Rettungsboot, es ist schon bereit, damit auch die Medics ihren Einsatz einmal testen können. Ich werde ins Wasser springen, mich als ungeübten Schwimmer in Panik versetzen und okay, I mean, panic and experience. Yeah, okay. Rettungsschwimmer Martin wird mich an Land ziehen, wo ich dann die Erstversorgung bekomme. Mit kurzer Verzögerung sprang Martin hinterher, um den in Panik geratenen Tom an Land zu schleppen. Behind to get he jumped off to get behind the panicked Martin, so yeah. Dann folgte das Medical Team, um die wichtigsten lebenssichernden Maßnahmen zu treffen. Bei der wirklichen Aussetzung der Teilnehmer war das Medical Team mit im Helikopter, das war in der Übung leider nicht für uns zu simulieren. Wait. Teilnehmer war das Medical Team mit im Helikopter, das war in der Übung leider nicht für uns zu simulieren. Oh, okay. Yeah, so the medical team was in the helicopter when the actual drop-off was happening, but yeah, okay. Or they weren't? Einmal Augenkontrolle. Einmal Blutdruck bitte. I mean, what I was thinking, even with a drop-off, and after they found like sharks and crocodiles and what would have happened if any one of them really got into a shark attack? I mean, they had it as an example in the beginning, and what if a shark attack actually would have happened? Would they all be jumping behind that person to rescue that person? Well, I'm glad we won't find out. I'm survived. Ein paar Kriterien haben das echt wahnsinnig schwer gemacht gerade. Some criteria made it really difficult. Erstens, ganz klarer Fall, Stiefel beim Drop-Off müssen aus. Ich glaube, ich werde sogar das T-Shirt vorher ausziehen müssen, weil das ist alles Widerstand im Wasser. Und ja, ich merke schon, dass ich krass ausgelaugt bin, aber das war... Yeah, so he said like with the t-shirt and with the boots,
they are really heavy and there are a lot of this resistance. So he figured out that he's really exhausted. So he's exhausted really hard. So yeah. Eine exzellente Übung, auch nochmal zu sehen, wo ich technisch noch was besser machen kann und wo wir auf jeden Fall auch jetzt Verbesserungen gesehen haben, die wir beim nächsten Mal besser machen. Yeah, so he figured out for himself he has to put off his he has to put off his boots, and he will probably also put off his shirt, just so he has better chances to jump behind this. Yeah. Ja. Wie war's für dich, aus dem Heli zu springen? Absolute Überknall. Okay. Yeah, how was it for you to actually jump out of the helicopter? And he was like, oh, super hyped. Klar, so, was sollte man jeden Tag tun? So, also wirklich, es hat sich angefühlt wie so ein Drop so, aber alle anderen haben gesagt, sah cool aus, dann nehme ich das. Und Mann, das war eine geile Experience. So. Tom ist wirklich schwer, ich glaube jeder ist wirklich schwer, also so Leute mal kurz einen Strand hochtragen, sieht wirklich einfacher aus als es ist. Ja, yeah, he says just like Tom was really heavy, and it's always looking easier to bring someone somewhere else than it actually is. Yeah. Unconscious people are heavy. Dann war das Rettungsteam da so und wir haben gut Medic-Shit gemacht und es war der Hammer. So kann's laufen. War soweit in Ordnung. Nicht in Ordnung, sondern mehr als in Ordnung. War perfekt. Wir waren schnell beim Patienten, konnten gut arbeiten, Patient wurde gerettet, Ziel erfüllt. Yeah, so they are glad, and so also their scare modus is lower now, because they saw, okay, we can work together and it's working great, and now we're good. Für das ganze Team war die Übung also ein voller Erfolg und wir wussten, dass wir die Teilnehmer guten Gewissens aus dem Heli werfen konnten. Nur einem war nicht ganz nach Feiern zumute. Wir sind jetzt gerade mit dem Heli gelandet. Hier an den nächsten Strand bei unserer Testübung. Also ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Aber mir ist so kotzübel, das ist wirklich... So yeah, they landed at the beach, and he says, I don't know if you can actually see it, but I'm really, sick, dizzy, nausea, blah blah blah, nauseatic, is it like that? Yeah. Also das hatte ich selten. Das ist natürlich schlecht, weil ich der Kameramann bin in dem Heli. Also wenn ich da dem in the helicopter, so not the next, but yeah. Piloten die Armatur voll kotze, ist es auch nicht die beste Variante. Well, could happen. An diesem Tag konnte das Team leider nicht auf dem Krankenhausdach landen. Im Notfall Yeah, so on this day they couldn't land on the hospital, but würde dies aber möglich sein. in an emergency it's okay. Well, they flew over it. Fast kotzen. So they flew over it, and so they know where it is and that everything would work, and it's good. Testrun beendet. Auf dem Helipad konnten wir leider nicht landen vom Krankenhaus, weil wir keine Freigabe bekommen haben, so kurzfristig. Yeah, so they just weren't allowed in this short notice. Okay. Ansonsten sind uns auf jeden Fall noch ein paar Fehler aufgefallen, die wir jetzt in der Nachbesprechung abklären müssen. Also sehr gut, dass wir es gemacht haben. Ich habe sehr viel kalten Schweiß verloren, aber ein bisschen witzig auch. Spaßig würde ich nicht sagen, für mich zumindest nicht. Und während dem einen kotzübel war, schnitt sich der andere mit der Drohne in den Finger und das Medical Team musste sofort wieder an die Arbeit. Was für... No, so yeah, while the one was really sick, I mean, yeah, he had already his stitches in his finger. The other one of the core team got a cutting because of the drone. Awesome. Eine unglaubliche Testrettungsaktion. Alles dabei und jetzt sogar noch ein richtiger Einsatz. Max hat sich beim Drohnefangen in die Finger geschnitten und muss jetzt tatsächlich erst versorgt werden. Yeah, so they had all the stuff with them, and this was good because now number 2. Oh boy. Needs some attention.
Wie Paddy das ja bestimmt auch schon erzählt hat, so gibt es like Paddy, so from Patrick. Yes. Yeah. das dreifache Codesystem, so ein Ampelsystem bei uns. Code Green ist das, was die Teilnehmer früh und abends absenden, wo sie einfach sagen, yes, alles ist gut so. In the morning and in the evening. Dschungel lebt, wir leben auch. Code Yellow ist im Endeffekt entweder so, holt mich hier raus, so, oder halt eine nicht kritische Verletzung, die einfach Zeit hat. Und Code Red ist da, wo es wirklich wo es schnell gehen muss, wo eine kritische Verletzung da ist, wo es um Leben und Tod letzten Endes geht. Where there is a critical injury, so where every second is counting. So, matter of life and death. Und der Grund, warum bei einem Code Yellow hauptsächlich Clemens und ich rausfahren, ist, dass für den Fall, dass in dem Moment noch ein zweiter Notfall passiert, der potenziell viel schlimmer ist als, sage ich mal, eine banale Abholung oder eine kleine Verletzung, ist, dass Islam jederzeit verfügbar ist, mit Björn zusammen dann diesen Notfall auch zu bearbeiten. Yeah, so they are dividing the teams, so sure. So that he is always free, that he only answers red alerts. And yeah, and everybody else is, is going for the yellow ones. Wir kontrollieren trotzdem jede Code Red, auch Code Yellow, bevor wir losfahren, weil jede Code Yellow kann in 15 Sekunden kann auch Code Red sein. Yeah, so but before every, yeah, they are checking every code. So because also a code yellow can become a code red within seconds. So they are checking this and making sure, so yeah. Sollte es allerdings mal so sein, dass wir sagen, okay, das können wir so nicht handeln, kommt der Patient dann in der Regel zum Helikopter und wird dann in Begleitung mit Islam und Björn nach Panama City geflogen. Yeah, so if a code yellow, if they see that they can't handle this, then the guy is brought to the helicopter, and Islam and Björn, okay, yeah, are going to Panama City to the hospital with this person. So yeah. Dort haben wir mit der Panama-Klinik tatsächlich schon Kontakt gehabt. Die haben oben ein Helipad, da wird drauf gelandet und dann geht das weiter wie ganz normal in Deutschland. Yeah, so they are landing on the helipad, like they couldn't exercise right now, but then it just goes on. Diese maximale Sicherheit zu gewährleisten, haben wir dann bei uns im Camp jeden Tag Code Red war bei uns der Notfall, haben wir das einfach eingeübt im Team. Um dieses System zu testen, wurde der Ernstfall mehrmals in den Tagen vor Ankunft und sogar nach der Aussetzung der Teilnehmer kontinuierlich geprobt. Ziel war es, dass bei einer realen Notfallsituation nicht nur jedes Teammitglied genau wusste, was seine Aufgabe war, sondern wir wirklich verinnerlicht hatten, wie wir zu handeln haben. Yeah, so they actually exercised Code Red, so that no matter what time, no matter what, they have, as it's a thought scenario, emergency simulation, and they were doing a lot. I mean, this gives safety for the team, this gives safety for the participants. This is just a very, very good thing. So Guter Training. Ich habe kein Zeitgefühl, wie viel wir gebraucht haben, aber ich glaube, bis jetzt alles strukturiert gelaufen. Werden wir gleich besprechen. Verbesserungsmaßnahmen wird ja kommen. Yeah, so he doesn't know how long, and they will talk and then see what they can do better. Wenn nun beispielsweise ein Code Red eintreffen würde, also eine sofortige Rettungsaktion mit all unseren Mitteln vonnöten wäre, wird erst Alarm geschlagen. Islam als Notarzt übernimmt das Satellitentelefon, sofern ein Kontakt über Satellitentelefon möglich ist, um eine erste Einschätzung über den Notfall zu bekommen. Allergische Reaktion, Sabrina, haben wir erste Maßnahmen, Therapieempfehlungen gegeben, werden wir gleich hinfliegen müssen. Im Anschluss fliegen Notarzt und Notfallsanitäter mit dem Heli auf schnellstem Wege zum Patienten. Rettungssanitäter und Rettungsassistenz folgen diesem dann zur Unterstützung mit einem Boot. So we know Sabrina is there. Because they said like, okay, they played like, okay, this is Sabrina and she's there. So, and he's just saying, okay, the exercise is finished. Fazit, Paddy. Sehr geil. Nachdem es am ersten Tag bei der Übung noch ein ziemlich wildes Chaos war, jeder rannte hier rum, es war super hektisch, ist inzwischen... It was very hectic. Yeah, not hectic, but yeah.
Oh, okay, hier ist Hektik. Schon erstaunlich leer in der Zentrale. Das liegt daran, dass alle genau wissen, was sie zu tun haben. Jeder weiß, wer zum Beispiel den Helikopterpiloten alarmieren soll oder den Bootsfahrer. Es hat heute alles reibungslos geklappt. Stimme mich guter Dinge, falls wirklich ein Unfall passiert. Gestern haben wir dann noch gesehen, okay, diese letzten kleinen Stellschrauben, hier mit dem Boot gab es noch ein bisschen Probleme. Und heute, das war absolut perfekt. Wie lange haben wir gebraucht, Thorsten? 12 Minuten zur Heli gestartet. Ja. So, 12 minutes until the helicopter would have started. Which is good. So, they picked her up, went back, and within 12 minutes. So that's fast. Alles klar. Das ist eine fantastische Zeit. Sah richtig gut aus. Leute, Applaus. Ach ja, und durch einen dummen Fehler sind in der letzten Folge 2 super wichtige Teammitglieder nicht von mir aufgezählt worden. Davy und Marlina sind für den gesamten Social-Media-Content abseits von YouTube verantwortlich, haben mitorganisiert und das Team vor Ort in so ziemlich jedem Punkt unterstützt. Hier also... Yeah, so these are the two social media managers, and they haven't been in the team of Seven vs. Wild because of an accident by Dave. Nochmal ein besonderes Danke an euch beide und gleichzeitig sorry von mir. Das hat dir schon dieses Gefühl von Sicherheit gegeben, okay, wenn hier wirklich was passiert, dann sind wir gut gewappnet. Da dieses Behind the Scenes parallel zur Hauptserie veröffentlicht wird und wir natürlich nichts vorwegnehmen wollen, werden ab sofort immer nur freitags neue Folgen kommen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Okay, so just doesn't matter for you anymore because everything is through. I will make sure that everything comes in the right order for you, so you don't have to check on this. Okay, I hope you liked this Dave's behind the scenes of Seven vs. Wild. Is something else coming here? I don't think so. Nope. So, with this, we're seeing us in the next one. There will be an episode. I think we are at 5. Yeah. Next will be episode 5. So, see you there. Bye bye.